Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es mal wieder um KISS. Und zwar gibt es ja eine neue Single. Die ist jetzt nicht wirklich neu, aber das ist doch eine Neuauflage, die es halt schon mal so gab und ja, wieder neu rausgebracht wurde. Dazu gab es ein T-Shirt und das Ganze schauen wir uns nach dem Intro einmal an. Jo, bevor wir aber zur Single übergehen, gucken wir uns erstmal das T-Shirt an, was es dazu gab. Und das ist das hier. Und ich muss sagen, das ist diesmal wirklich richtig gut. Das gefällt mir. Ich mag die Farbe. Ich mag das Motiv. Das sieht schick aus. Da kann man ja absolut nicht meckern. Und das Ganze gab es für 50 €. Wenn man bedenkt, dass die letzte Single, Shout It Out Loud war es, glaube ich, mit einem Pulli 150 kosten sollte und ich da gesagt habe, nee danke, das Geld gebe ich nicht aus für eine Single und einen Pulli, den ich nicht brauche, weil er nicht gut aussieht, bekommen wir diesmal ein geiles T-Shirt mit einer Single für 50 €. Finde ich völlig okay. Das ist ein Preisverhältnis, wo ich mit leben kann. Eine Single kostet mittlerweile so, wenn man sie bekommt, um die 20 €, wenn es eine neue ist und vielleicht auch mal billiger, aber 20 ist eigentlich so der Schnitt. Und ein T-Shirt bei KISS kostet mittlerweile 40 €. Deswegen ist das hier ein völlig okay Verhältnis, finde ich, was man hier ja, geboten bekommt. Wenn das immer so wäre, wäre das ein Traum. Aber leider ist es nicht immer so. Siehe Shout It Out Loud. Flaming Youth, da ist sie. Das Ganze kommt mit einem Hype-Sticker. Japanese 1976 Single Jacket Art for Flaming Youth. Das Ganze habe ich natürlich wieder auf meine eigene Hülle hier geklebt. Und dann haben wir hier die Single. Und in einem gut sortierten KISS-Haushalt gibt es natürlich auch das Original bei mir. Und das ist das hier. Das ist die original japanische Single. Das ist nur der Einleger der Single, weil die Single kommt dann natürlich wieder in so einer Hülle hier und sieht so aus. Also hier haben wir das Original, das Ganze ja, mit so einem weißen Label, japanische Pressung. Schönes Teil, ich habe sehr, sehr viele japanische Singles in meiner Sammlung und von hinten, ihr seht schon, der Unterschied ist, dass es ein bisschen kleiner ist, das Bild hier, ein bisschen dunkler und dann haben wir hinten drauf die Rückseite. Die ist so ein bisschen schmuddelig gemacht, denke ich, hoffe ich, und hier sieht man ganz leicht das Bild auch durch. Ich befürchte, es liegt daran, das finde ich irgendwie sehr witzig, weil ich mich sehr gewundert habe, warum man hier unten so ein bisschen ja, das Bild durchblitzen sieht von dem Destroyer Cover. Das ist, glaube ich, weil die so ein Ding hier kopiert haben. Weil wenn ihr mal guckt, sieht man hier, dass das durchscheint durch dieses weiße Originalteil. Und ich befürchte, dadurch sehen wir auch hier das Ganze, ups, Achtung, ist nicht scharf, sehen wir auch hier das Ganze etwas durchschimmern, weil ja, das Ding einfach kopiert wurde. Und wahrscheinlich ist dieser Dreck hier, der hier zu sehen ist, auch irgendwie ein altes Cover. Die haben es wahrscheinlich nicht bearbeitet, sondern haben das tatsächlich so übernommen mit dem Schmutz da drauf und haben dann ja, die Kopie von so einem Cover einfach auf so ein neues Cover gedruckt. Finde ich lustig. Hätte man sich jetzt ein bisschen mehr Mühe geben können und das Ganze schön neu aufwerten, weil dann wäre es erstmal anders gewesen und hätte halt einen neuen Eindruck gemacht, weil ich denke nicht, dass die Cover damals auch dreckig aussahen, sondern die wären ja nagelneu gewesen sein. Aber ja, ist jetzt so, ist halt eine Kopie, eine Rekreation, sagen wir mal, eine Wiederauflage einer alten Japan-Single. Ich finde es aber trotzdem ein nettes Ding. So, packen wir das Original weg und schauen einmal rein. Wir kriegen eine Innenhülle. Da seht ihr sie und dann kommt die Single. Und die ist wirklich ganz schick gemacht. Es ist jetzt nicht ja, der große Wurf, dass man sagt, wow, ich drehe durch. Es ist lilanes Vinyl mit goldenen Einschlüssen. Wir bleiben hier, ups, da ist irgendwas drauf. Wir bleiben hier bei diesem Thema der 50 Jahre mit diesen ja, Vergoldungen da drin. Das sieht ganz schick aus. Es gibt mir jetzt farblich aber nicht ganz so viel. Also es gibt schönere Vinylscheiben, sagen wir es so. Aber
man will nicht meckern. Ich bin froh, dass überhaupt sowas immer noch wieder rausgebracht wird und wir sowas Tolles erhalten. Ja, und viel mehr kann man hier an den Dingen auch nicht zeigen. Bei dem KISS-T-Shirt hinten drauf, habe ich vergessen zu erwähnen, ist kein weiterer Druck. Hier drin ist das Ganze nochmal reingedruckt. Kein Etikett oder so, sondern wir haben hier tatsächlich einen Druck innen drin. KISS Größe L, ich trage Größe L. Und ja, das sieht soweit gut aus. Ich hole nochmal das Original zum Vergleich ins Bild. Ich finde, es ist gut umgesetzt. Es kommt dem sehr nah und ich finde das eine witzige Idee, das wieder aufleben zu lassen und dass sie da auch die Japan-Pressung nehmen und das einem wieder zugänglich machen. Ich weiß gar nicht, wo die preislich liegt, die alte Version. Die hatte ich mit in der Sammlung, die ich gekauft habe. Aber ich glaube, ganz billig sind die Dinger dann stellenweise nicht mehr. Obwohl man Singles immer noch recht günstig bekommt. Kommt auf die Single an. Manche sind richtig teuer. Da fehlen mir auch noch einige. Okay, das war mein kleines Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es gibt ich denke mal, Montag, Dienstag die Richtung. Ich muss mal gucken, wie die Eishockey-WM, wie Deutschland spielt, je nachdem, wie ich Zeit habe. Gibt es ein Haul nochmal, weil ich habe heute auf dem Flohmarkt was bekommen. Und ich habe neue KISS-Platten bekommen und die gucken wir uns erstmal in einem Haul alle an, bevor ich euch die KISS-Platten dann einzeln in den Videos zeige. Also nächste Woche gibt es ein bisschen KISS-Stuff zu sehen. Und da könnt ihr euch schon mal wieder freuen. Es wird sehr KISS-lastig werden. Also bis dahin, lasst einen Daumen, ein Abo, einen Kommentar da und keep on rockin'. Tschüss.